Hallo und schön seid ihr wieder dabei zu einem neuen Video mit uns. Wie wir die letzten Wochen häufig erwähnt haben, sind wir fasziniert von der Türkei und deswegen möchten wir euch in diesem Video unsere Highlights zeigen. Also, los geht's! Die letzten Wochen waren erfüllt mit Erlebnissen und Eindrücken, die wir uns nie hätten erträumen lassen. Die Vielfalt der Natur, der kulturelle Reichtum, aber auch die Herzlichkeit der Menschen haben all unsere Erwartungen übertroffen. Das erste Mal in die türkische Kultur eingetaucht sind wir in Istanbul, wo uns eine Fülle an Eindrücken entgegenschlug. Die Stadt vibriert durch die belebten Straßen und Märkte. Es ist so viel los hier auf den Straßen, das ist unglaublich, also völlige Reizüberflutung. Aber wir lieben es, also das ist richtig cool. Es lebt so richtig, hatten wir lange nicht mehr so. Sie beeindruckt aber auch mit wunderschönen Bauten und Moscheen. Unsere weitere Route verlief anfangs entlang der Ägäisküste, wo besonders im Winter ein mildes Klima herrscht und wir so wunderschöne Küstenorte besuchen konnten. Danach ging es weiter in den Südosten, der etwas traditioneller war, um dann über Zentralanatolien wieder zurück in den Westen zu fahren. Einer der Küstenorte hat es uns besonders angetan. Das farbenfrohe, gemütliche Alaçatı mit seinen verspielten Ecken und gemütlichen Cafés liegt nicht weit von der Millionenstadt Izmir. Und dennoch hat es uns auf seine verträumte Art bezaubert. Man kann sich richtig gut vorstellen, wie die Stimmung hier sein muss, wenn hier ein bisschen mehr Leute sind, am Abend, in der Dämmerung. Also ich glaube, hier lebt es auch richtig schön in der Stadt. Doch auch die Metropole Izmir selbst ist einen Besuch wert, mit seinen historischen Kern und der schier endlos scheinenden Meerespromenade. Und in dieser Region war es auch, wo wir das erste Mal die türkische Küche etwas näher kennenlernten. Wow! Also wir dachten, es gibt einen kurzen Imbiss und der Tisch war voller Essen. Ja. Und die Leute sind so freundlich, also die Gastfreundschaft, das ist unglaublich, jedes Mal. Am nächsten Highlight lernten wir vor allem viel über die antike Geschichte, als wir die Überbleibsel von Ephesus besuchten. Es war ein ganz eigenes Erlebnis, zwischen den Tempeln zu spazieren, die Ruinen aus nächster Nähe zu bestaunen, aber auch zu sehen, wie sich die Landschaft über die Jahre hin verändert hat. Das ist ganz lustig, hier war früher der Hafen und jetzt sind wir aber einige Kilometer landeinwärts. Man sieht also, wie sich die Sedimentbewegung und auch die Erdbeben, die es hier gab, darauf ausgewirkt haben. Ja, ob wir jetzt eben am Meer sind oder nicht. Also es sind einige Kilometer mittlerweile dazwischen. Ganz schräg. Bevor wir die Türkei mit eigenen Augen erlebten, hatten wir zugegebenermaßen nur eine sehr grobe Ahnung, was die Natur zu bieten hat. Die Natur um Fethiye und Ölüdeniz hat uns aber Seiten der Türkei gezeigt, von denen wir keine Ahnung hatten. Und dann haben wir uns auch noch spontan einen Traum erfüllt. Da vorne ist die Startplattform. Wir sind auf 1200 Metern. Weiter oben ist die Straße schon vereist. Und der Wind steht wohl gerade richtig gut, darum ist Eile geboten und wir müssen los. Oh, ich bin nervös, ich kann nicht reden. Bis dann! Und sogar Sanddünen finden sich in der Türkei, wie bei den Dünen von Patara, die sich über einige Kilometer weit erstrecken.
Wir empfehlen aber unbedingt, sie bei schönem Wetter und wenig Wind zu besuchen. Wow! Puh, also ich würde sagen, das war Peeling inklusive. Und ja, wir hatten ja überlegt, hier zu übernachten, aber ich glaube, bei dem Wind macht das keinen Sinn. Das wäre einfach, wir können gar nicht raus, weil es so stark windet und nur um drin zu sitzen, müssen wir auch nicht hier bleiben. Unsere weitere Reise führte uns nach Südostanatolien, wo wir die lebhafteste und dynamischste Kultur auf unserer Türkei-Reise antrafen. Doch auch wenn die Zeit in Şanlıurfa und Gaziantep sehr intensiv war, dann nimmt er mir einfach mein angebissenes Brot aus der Hand, packt Tomaten drauf und dann noch Chili und es ist scharf. Aber es ist, ja... Ich bin sprachlos und es ist lecker. Noch besser als vorher. So hat sie uns nur noch neugieriger gemacht auf den Osten der Türkei mit seinen Traditionen. In Südostanatolien befindet sich auch die Kuriosität des Berg Nemrut, auf dem ein König Statuen von Göttern und sich selbst aufstellen ließ. Und wenn man bedenkt, dass das etwa 2000 Jahre alt ist, also wie ist das hier oben angekommen? Also was macht das hier? Also das ist unglaublich. Hier war es auch, als uns der fern geglaubte Winter das erste Mal einholte. Es war ziemlich kalt diese Nacht. Ein Highlight hatten wir uns aber für den Schluss aufgespart: Kappadokien. Als wir Ende Januar ankamen, hatten wir ganze Täler praktisch für uns alleine. Als wir dann eines Tages mit Ballons vor unserer Haustür aufwachen durften, ja, das war wirklich ein magischer Morgen. Doch es sind nicht nur die Orte, die wir besucht haben, die uns in Erinnerung bleiben werden. Zum Reisen gehört für uns auch immer die lokale Küche kennenzulernen. Richtig lecker. Das ist lecker. Ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen Blätterteigmäßig, oder? Einen besonderen Platz in unserem Herzen erhalten aber vor allem die Menschen, die wir treffen durften. Normal. Chili? No, normal. Normal, ja.
Oh yes. Gut. Oh, but it's hot. Ja, ja. Normal, normal. Selten ist uns eine solche Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit entgegengebracht worden. Und es waren diese Begegnungen, die den Besuch der Türkei zu einem solchen Spektakel gemacht haben. Und, hattet ihr geahnt, dass die Türkei so vielfältig ist? Also, wir hatten keine Ahnung davon. Nein. Und natürlich gibt es auch noch viel mehr zu sehen. Also erstens haben wir nur einen Teil der Türkei bereist und außerdem ist auch nicht alles in diesem Video enthalten. Wir setzen euch die Links zu unseren Vlogs unten in die Videobeschreibung und da haben wir wenigstens einen Großteil auch von dem, was wir gesehen haben, einfangen können. Genau. Und ja, falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt bezüglich dem Reisen mit dem Wohnmobil in der Türkei habt, schreibt es doch unten in die Kommentare. Gerne würden wir das aufgreifen und vielleicht ein Video darüber machen. Und, ja. So ein Tipps und Tricks fürs Reisen in der Türkei oder sowas. Ja, und damit, glaube ich, sind wir für dieses Mal auch schon durch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, liked das Video, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt und ja, stellt fleißig Fragen, gerne beantworten wir sie. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.